Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem neuen Dreh. Heute haben wir einen absolut spektakulären Wagen. Ich glaube, das sieht man schon an der ganzen Form. Das ist ein Mercedes SSK aus dem Baujahr 1927. Es sind ja da nur 42 Fahrgestelle echte überhaupt gebaut worden. Und dieser Wagen, die Form, diese Karosserie, das soll Graf Rossi im Jahr 1933, 34 selber gezeichnet haben, ist dann draufgebaut worden. Das Fahrgestell ging erst nach Japan 1930, ist da aber nicht verkauft worden, kam dann zurück. Ja, und es gibt von diesem Auto ein absolut echtes, das ist der Wagen von Ralph Lauren. Der steht seit 40 Jahren in seiner Sammlung als völlig unverkäuflich. Und ich sage mal, sehr viel mehr möchte ich jetzt eigentlich zu dem Wagen gar nicht sagen. Unser Auto hat einen Kompressorrahmen, auch aus der Zeit von 1927, hat eine entsprechende Zulassung sogar aus der Zeit und ist von einer Qualität gearbeitet. Das ist absolut sensationell. Also ja, besser kann man das nicht machen. Und ich habe mir sagen lassen, qualitativ soll das der beste SSK überhaupt sein. Das wird euch Paul gleich mal zeigen hier, wie das eigentlich wirklich aussieht. Man hat absolut alles, also die Karosserie ist natürlich neu aufgebaut worden, auf dem Original 400er Rahmen aus der Zeit. Aber der ganze Rest ist absolut 1:1, sind alles Original-Mercedes-Teile und es ist alles so, wie es seinerzeit beim Originalen, beim echten Trossi auch ausgesehen hat. Das ist vielleicht mal insoweit auch ganz interessant, dass dieser Wagen absolut legendär ist. Schaut euch das mal an. Es gibt sogar entsprechende Modellfahrzeuge zu dem Auto. Das ist genau der Wagen, in dem ich hier gerade sitze. Also, dass der legendär ist, kann man daran erkennen. Und das Modell hat man ja absolut dem echten nachempfunden. Wenn ihr das hier mal vergleicht mit dem, der kleine und der große, könnt ihr sehen, absolut 1:1 authentisch. Und so einen Wagen heute so machen zu lassen, also ich schätze mal, das Auto von Ralph Lauren hat wahrscheinlich heute einen Wert zwischen 30 und 50 Millionen Euro. Genauer kann ich das gar nicht sagen. Er steht ja sowieso nicht zum Verkauf. Und da es nur 42 SSK-Fahrgestelle gibt, sei vielleicht mal erwähnt, es gibt aber mittlerweile ungefähr 70 Fahrzeuge, die beanspruchen, SSK zu sein. Das ist halt eben nur mal so. Das ist einer der legendärsten Autos der 20er Jahre gewesen. Und damit ist man auch die ganzen Rennen auf dem Nürburgring gefahren, hat in den Jahren 1927 bis 1931 auch richtig gewonnen, richtig was abgeräumt. Der hat immerhin 7,1 Liter mit Kompressor, ganz großer Sechszylinder und hat ungefähr 200 PS, die er leistet. Also dieses ganze Auto besteht aus Original-Mercedes-Teilen. Es gibt ja Werkzeuge, um Mercedes-Teile aus der Zeit wieder zu reproduzieren. Da sagen wir mal, da hat jemand einen SSK, da gehen Teile kaputt, da geht er zum Mercedes Classic Center und holt sich da die Original-Mercedes-Teile. Aus diesen Teilen ist das Auto hier entstanden. Das sei vielleicht mal gesagt. Die Qualität, die ist wirklich sensationell. Da könnt ihr in jedem Detail gucken. Wir haben hier gestern einen Gutachter gehabt, dem ist auch nichts mehr eingefallen. Besser kann sowas nicht sein. Und so ein Auto gibt es halt eben den einen völlig originalen, authentischen, der steht bei Ralph Lauren in Amerika drüben in den USA. Und halt eben dieses Auto. Aber ich glaube, man kann sagen, das dürfte wohl so ziemlich der aufregendste Mercedes überhaupt sein, den es gibt. Schaut euch das mal an. Diese wahnsinnige Form hier, diese Sicke hier vorne auf dem Kotflügel. Dann hat er eine Lackierungsqualität. Also ich glaube, sowas habe ich noch nicht gesehen bisher. Das sieht aus wie ein Klavier, wie ein Klavierlack. Ja, und wenn man mal in die Technik guckt, also vom Kronkampf abgesehen, das ist auch alles tipptopp gemacht. Kann man nicht besser machen. Und er entspricht absolut dem originalen Einzelstück, den es gibt. Ja, interessant ist er halt, der hat eine originale Zulassung aus den 20er Jahren, wie das gehört. Schaut euch mal dieses total schöne Armaturenbrett an. Sämtliche Instrumente sind authentisch bis ins Detail. Hier ist der Tachometer, hier ist die wunderschöne Uhr, Benzin. Hat er zwei Tanks? Einen Originalen und den weiß ich jetzt gar nicht. Also hier Drehzahlmesser, der große Drehzahlmesser. Die drehen normalerweise, ich hatte selbst schon mal einen SSK vor 15 Jahren, so bis 3.500 Umdrehungen. Höher fährt man die auf keinen Fall. Der hat ja ein irres Drehmoment. Hier ist die Pumpe für Sprit. Ja, okay, Wasser. Also ist ein Wahnsinnsauto und ich zeige euch jetzt mal, ich mache euch mal den Motorraum auf, damit ihr das mal seht, was das für ein gewaltiges Aggregat ist. Der hat wie gesagt 7,1 Liter, erreicht damit ca. 200 PS. Hier sind die Haken, um die Haube zu öffnen. Das machen wir jetzt mal auf. So, jetzt schaut euch das mal an. Die Qualität, die man von außen sehen konnte, die geht innen weiter. Schaut mal diese beiden riesigen Vergaser. Da steht immer drauf DMG, das ist auf der anderen Seite, das heißt Daimler Motorengesellschaft.
Das ist die Maschine hier vorne mit Elefantenkompressor. Also alles 1:1 an dem Auto, wie das 1927 gebaut, produziert wurde, ist exakt so in diesem Zustand hier. Nur wirklich neuwertig und qualitativ kann man sowas wirklich nicht besser machen. Das kommt aus einer Sammlung. Das sind ja alles oft ältere Herrschaften, die solche Fahrzeuge besitzen. Und ich glaube, das ist eine absolute Einmaligkeit. Also schaut euch das mal an, was für ein Auto. Auch die Radkappen mit den Flügelmuttern vorne drauf. Hinten die Spets, ist ja zum Teil verdeckt, das Hinterrad. Könnt ihr hier vorne sehen, auch mit Mercedes-Zeichen. Also, ist einer der faszinierendsten Automobile, die ich bisher gesehen habe und die ich auch gehabt habe. Also ich sage mal, die weiteren Details der Entstehung zu dem Auto, was alles dazu zu sagen ist, was man da besprechen muss, das machen wir hier persönlich. Also ich sage mal, das möchte ich jetzt nicht in der breiten Öffentlichkeit machen. Ich kann euch nur eins sagen, das Auto ist günstiger, als was es kosten würde, wenn man das heute so erschafft oder baut. Es ist günstiger, es ist für das Geld, was man sich hier vorstellt, nicht zu haben. Ich kann euch nein, nee, das sage ich jetzt nicht. Das machen wir alles persönlich. Also das machen wir wirklich persönlich hier. Wir haben ganz tolle Unterlagen dazu und es ist eine absolute Einmaligkeit. Ich mache dir mal zu jetzt den Motorraum vorne. Gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Übrigens auch die Lampen, nicht? Ist ja einmalig schön hier. Schaut euch das mal an. Es ist ja wirklich eine Kunst, nicht? Das ist ja ein Kunstwerk. Das hat ja eigentlich mit Autobau gar nichts mehr zu tun. Ja, hier sind die 3 Rohre, die gerade nach hinten durchlaufen. Die natürlich einen irren Sound auch erzeugen bei so einem Auto. So. Ja, so sieht sowas in echt und im Original aus. Schaut euch mal diese riesige Maschine an, da steht oben drauf Mercedes, Benz und DMG, das muss eigentlich da unten drunter stehen. Normalerweise haben sie jetzt verdeckt. Ja, und das ist der wahnsinnige Kompressor da vorne, der diese tolle Leistung erzeugt. Das Auto soll ungefähr 190 Stundenkilometer schnell sein. Ich hatte mit meinem SK seinerzeit, also wenn der über 140 gelaufen ist wegen der Speichen, fing der ein bisschen an zu flattern. Also mehr gefahren bin ich damit nicht. Aber man kann auch 160, 170 fahren, aber man hat da eben wirklich was in der Hand. Und da gibt es überhaupt keine technischen Helfer. Da muss man sehr, sehr gut Auto fahren können und sehr, sehr viel Erfahrung haben können, damit man damit zurechtkommt. Ja, schaut euch das mal an. Das ist wirklich ein Kunstwerk. Also anders kann man das nicht bezeichnen. Hier ist übrigens, wenn es zu warm wird, ein Lufteinlass. Wir haben ja diesen riesigen Motor vorne, der ist ja 1 Meter lang oder länger. Der macht natürlich eine wahnsinnige Abwärme, wenn der fährt. Ja, und dementsprechend wird es auch warm, wenn man da drin sitzt. Es ist relativ eng in dem Auto, das habe ich eben gemerkt. Also jemand, der 1,90 Meter groß ist oder so, der kann mit dem Auto nicht fahren. Da ist man besser 1,80 oder drunter. Das ist einfach so. Damals waren ja Rennfahrer relativ klein, auch aus Gewichtsgründen haben die nicht viel gewogen und dementsprechend ist so das Cockpit von so einem Wagen. Was auch absolut legendär ist, ist dieses irre Heck hinten hier. Das ist ja ein Roadster ohne Verdeck. Man ist in dem Auto wirklich nur offen gefahren. Das kann sein, dass der Graf Crossi damals, Graf Trossi hieß er ja, in Italien gelebt hat und da war ja meist gutes Wetter, also brauchte man da gar kein großes Verdeck und dementsprechend hat man das auch gebaut. Also Verdeck ist da gar nicht vorgesehen, muss man sich gut anziehen. Schaut euch mal diese toll geschwungenen Kotflügel an. Das ist der einzige SSK, der diese Form hat. Es gibt keinen anderen SSK, der so aussieht. Ja, und sowas zu bauen und sowas auch noch richtig zu bauen. Man kann ja irgendwas nachbauen und ich kenne ja so einige Nachbauten, aber da sieht man sehr schnell, dass das alles nicht passt und alles nicht richtig ist. Hier passt alles. Wirklich en Detail. Und das hat was mit dem Ursprung dieses Autos zu tun. Wie gesagt, kann ich euch persönlich ein bisschen mehr sagen. Das Auto steht jetzt hier bei uns in Bayern. Aber schaut euch mal diese tolle Form an. Die ist ja wirklich absolut sensationell. Ja, das ist dieses gewaltige Auspuffrohr. Verbraucht ungefähr 30 Liter so ein Auto, ist jedenfalls meine Erfahrung. Dann hier die schönen originalen Mercedes-Rückleuchten. So haben die damals ausgesehen. Das ist auch authentisch, da steht auch Bosch oben drauf. Also man hat hier darauf geachtet, dass wirklich jedes Detail stimmt. Schaut mal hier, Bosch-Stempelchen oben drauf.
Da ist übrigens ein irrer Kofferraum drunter und der Tank da vorne. Wo ist eigentlich der Tankstutzen? Ah, der wird da drin sein, ne? Ja, schaut euch das mal an, dieses total irre Heck hier. Erinnert so ein bisschen an Bobtail. Da vorne ist ein Reservereifen, den man seinerzeit bräuchte. Der normale SSK hatte ja 2 Reserveräder, er hat hier nur 1. Und hier ist der Tank, der ca. 100 bis 120 Liter fasst. Das braucht man bei so einem Wagen auch. Wie gesagt, die verbrauchen um die 30 Liter, wenn man voll drauf tritt, auch gar mal 40. Aber gut, so war das damals. Zu der Zeit, wer sich so einen Wagen leisten konnte, wie gesagt, Graf Trossi, da war man eine ganz bedeutende Persönlichkeit. Ja, einer der schönsten und spektakulärsten Autos, die ich kenne und die ich bisher gesehen habe. Ja, liebe Freunde, soviel zu unserem Mercedes SSK Trossi. Ein wirklich einmalig sensationelles Fahrzeug. Steht jetzt hier bei uns. Zustand ist nicht besser zu machen und sicherlich einer der aufregendsten Autos, die es überhaupt gibt. Ja, und in dem Sinne möchte ich mich bei euch verabschieden. Tschüss, bei unserem nächsten Film. Kommen auch wieder spannende Autos, aber ich glaube, sowas werden wir demnächst nicht mehr so schnell toppen können. Also alles Gute, euer Stefan Luftschütz, bis demnächst und ciao.